So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr sehen könnt, heute jetzt nichts im Bereich Thema Auto, sondern im Bereich Gaming. Über die Feiertage hatte ich ein bisschen Zeit und habe diese tatsächlich mea culpa nicht am Opel oder an einem anderen Fahrzeug verbracht, sondern habe tatsächlich zu Hause mal ein bisschen die Zeit genutzt, meinen Gaming-PC wieder ein bisschen zu betreiben, den ich ein wenig vernachlässigt hatte in der letzten Zeit. Was habe ich mir ausgesucht? Ich habe mir das Spiel Stalker 2 ausgesucht. Ich habe damals die beiden Vorgänger schon gespielt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das der zweite Teil ein richtiger Teil war oder ob das nur ein DLC war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es halt Stalker und Stalker Clear Sky und das ist jetzt Stalker 2. Ja, ich hatte eigentlich, wie gesagt, vor, die Feiertage einfach nur ein bisschen zu zocken. Ist natürlich eskaliert, denn ich habe ja Probleme gehabt in Bezug auf die Performance. Ich zeige euch das mal hier oben. Mittlerweile sind sie gefixt. Ich habe jetzt ja konstante 144 Frames, egal was ich mache. So, und diese 144 FPS habe ich, ohne dass ich jetzt hier besonders, sage ich mal, die Grafikeinstellungen zurückdrehen musste. Ich filme das jetzt, wie gesagt, mit der externen Kamera, weil ich gleich noch ein paar andere Sachen zeigen werde. Deswegen ist die Qualität nicht so top. Aber ihr seht ja hier episch, durchschnittlich, hoch, hoch, hoch. Ja, Post-Processing. Ich habe halt die Sachen ausgestellt, die mir jetzt persönlich nicht so wichtig sind. Tiefenschärfe kann ich sowieso nicht abhaben. Bewegungsschärfe finde ich auch furchtbar. Lichtschächte mag ich nicht. Das heißt, ich habe so ein paar Sachen eingestellt und auch FSR nutze ich. Ohne FSR komme ich natürlich nicht auf diese 144 Frames. Aber zuvor, bevor ich die Ursache gefunden hatte, warum denn überhaupt die Frameanzahl trotz FSR oder DLSS immer so niedrig war oder beziehungsweise auch so Einbrüche, hat mich ganz schön Zeit gekostet und bin dann bei der Suche des Problems fernab vom Spiel auf die Fehlerquelle gestoßen. Ich habe zu dem Thema auch ein bisschen recherchiert. Es gibt viele Beiträge dazu im Internet, aber ich habe nichts gefunden, was sich darauf bezieht, was bei mir die Fehlerursache war. Und deswegen mache ich heute das Video. Also das ist auch gar nicht jetzt spezifisch, sage ich mal, für Stalker 2. Ist es mir nur in dem Kontext aufgefallen, weil es für mein Empfinden, für meine Hardware, die ich habe, relativ aktuellen AMD-Prozessor mit einer 4080 Super, war mir das einfach zu wenig Frames beziehungsweise auch zu wenig konstant. Was war denn jetzt die Fehlerursache, die ich ausgemacht habe? Um das jetzt mal ein bisschen für euch abzukürzen beziehungsweise die Spannung wegzunehmen. Fehlerursache war, dass meine 4080 Super lediglich mit der Link-Speed-Konfiguration, also der PCIe-Geschwindigkeit Generation 1 in Windows erkannt wurde und somit ich deutlich Grafikbandbreite hergeschenkt habe, weil Generation 1 eben nicht so hohe Transferraten unterstützt wie jetzt zum Beispiel Generation 4, was die Karte kann. Normalerweise sind das Dinge, über die man sich als Endnutzer in Anführungszeichen keine Gedanken machen muss. Aber wie gesagt, ich habe eben in verschiedene Richtungen nach Fehlern oder Fehlerursachen gesucht und bin dann auf diesen Link-Speed gestoßen. Wie könnt ihr prüfen in Windows, ja, mit welcher Geschwindigkeit eure Grafikkarte tatsächlich erkannt wird? Ihr könnt entweder CPU-Z verwenden oder auch Hardware-Info. Beide Tools verlinke ich euch unten. Bei CPU-Z gibt es die Kategorie Mainboard und hier sehen wir die Konfiguration oder beziehungsweise die Informationen zum Grafikinterface. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit ihr das auch sehen könnt. Ne, haben wir hier oben den Reiter, Mainboard ist ausgewählt und unten haben wir den Bereich Grafikinterface und da sehen wir eben die Busgeschwindigkeit oder beziehungsweise die Generation der Busgeschwindigkeit, in dem Fall PCI Express 4.0 x16. So, und das war vorher eben die ganze Zeit bei mir auf Generation 1 gestanden, was dann bedeutet, dass wir, ich gehe nochmal näher ran, sorry, dass wir hier eine maximale Übertragungsrate bei Generation 1 von 2,5 Gigatransfer haben und nicht eben 16. Das ist ein erheblicher Unterschied und das macht auch einiges aus in Bezug auf die Performance. So, jetzt ist ja das eine, dass einem das auffällt und sag ich mal, aus der Zeit, wo ich noch ganz viel mit Computern gemacht habe, ist das eigentlich auch eine ganz einfache Geschichte. Das stellt man halt im BIOS einfach um. Normalerweise, wie gesagt, steht das auf Auto und ja, das System ist clever genug, um zu erkennen, dass man Hardware hat, die eben entsprechende höhere PCI-Express-Standard unterstützt. Aus irgendeinem Grund hat das nicht funktioniert. So, und dann wollte ich in den BIOS und da ging es schon los. Die 4080 Super, die ich hier habe, ist standardmäßig mit DisplayPort an einem KVM angeschlossen, weil ich hier drüben noch einen zweiten PC habe für mein Video-Editing und hier eben für Gaming. Und ja, damit ich nicht ständig hier am Monitor irgendwas umschalten muss oder so viel Kabel brauche, habe ich da eben KVM dazwischen. Und mir war damals zwar aufgefallen, ich habe mir aber nichts dabei gedacht, als ich das KVM mit den DisplayPort-Kabeln in Betrieb genommen habe, dass beim Booten gar nicht mehr das Boot-Logo von meinem Mainboard-Hersteller, in dem Falle Asus, kommt.
Jetzt, wo das sozusagen ich aber wieder ins BIOS wollte, hat sich da ein echtes Problem ergeben, denn entweder liegt es an dem DisplayPort-Kabel, das weiß ich nicht genau, oder an dem KVM dazwischen. Ich habe auch einmal versucht, das DisplayPort-Kabel direkt an den Monitor anzuschließen, habe trotzdem nicht den klassischen Mainboard-Bootscreen bekommen und konnte auch auf gar keinen Fall, auch wenn ich sag ich mal, wenn der Monitor schwarz war, konnte ich auch mit Entfernen oder mit F2, was so die Standardtasten sind bei Asus, um ins BIOS zu gelangen. Bei meinem BIOS ist es Entfernen. Oder F2, kann man beides nutzen. Wie gesagt, habe ich gedrückt, kam ich nicht ins BIOS. So, was habe ich gemacht? Ich habe den PC genommen und habe ihn zu meiner Teststation drüben gestellt, habe eine andere Grafikkarte eingebaut, eine 3070, per HDMI angeschlossen und siehe da, ich hatte sofort entsprechend das Bild mit der BIOS-Maske. So, bedeutet also zum einen, wenn ihr ähnliches Problem habt, ihr also kein BIOS-Screen bekommt oder nicht ins BIOS es schafft, einmal prüfen, ob ihr auch DisplayPort-Kabel verwendet. Wenn es euch möglich ist, ein HDMI-Kabel verwenden oder halt einen anderen Monitor. Es ist blöd, aber es war die einzige Möglichkeit für mich. Auch die Recovery-Funktion in Windows, also wenn ihr hier über das Startmenü und über die Einstellungen geht, gibt es ja die Möglichkeit unter Updates und Sicherheit und hier drüben im Bereich Wiederherstellung hier den erweiterten Start auszulösen, womit man normalerweise ins UEFI BIOS kommt. Also ich habe hier schon UEFI BIOS bei mir aktiviert, hat aber nicht funktioniert. Also das DisplayPort-Kabel ist jetzt meine Vermutung und wie gesagt, dadurch, dass es mit HDMI einwandfrei funktioniert, ja, sag ich mal, schiebe ich den schwarzen Peter auch in Richtung des DisplayPort-Kabels. Liegt irgendwie daran, dass das, keine Ahnung, entweder zu lange braucht oder gar nicht erkannt wird beim Booten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja, kriegen wir eben den BIOS-Screen nicht, können nicht in den BIOS und dann konnte ich natürlich auch nicht die PCIe-Bus-Geschwindigkeit umstellen. Also, wie gesagt, habe ich es an meine Bench drüben angeschlossen, andere Grafikkarte eingebaut, das eingestellt und es hat direkt funktioniert. Das war sozusagen meine Debugging-Session. Es hat mich einige Stunden gekostet, bis ich das eingrenzen konnte. Ich habe es jetzt auch so gemacht, ich habe es im BIOS fest eingestellt, die PCIe-Geschwindigkeiten sowohl von den NVMe SSDs, da habe ich 3 Stück verbaut. Die habe ich jetzt alle auf Generation 1 gesetzt, weil das von der Geschwindigkeit her ausreicht und habe eben den weiteren x16-Slot komplett deaktiviert, habe die beiden 1er-Slots auf Generation 1 gesetzt von der Geschwindigkeit und den 16er, also den, wo meine Grafikkarte drin ist, den 16er X1-Slot, also beziehungsweise nicht X1, den 16er, den ersten 16er-Slot so rum. Ich habe 2 16er-Slots und den ersten 16er-Slot, den habe ich jetzt eben manuell auf vierfach konfiguriert. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir einmal ins BIOS und dann zeige ich euch das, wo ihr sowas findet. Das ist natürlich jetzt nur exemplarisch für Asus, aber dann habt ihr es zumindest einmal gesehen. So, und jetzt euch einmal zu zeigen, wie sehen diese BIOS-Einstellungen aus. Die sind, wie gesagt, immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welchen Mainboard-Hersteller ihr habt. Habe ich den PC jetzt hier nochmal an meine mobile Teststation angeschlossen. Da habe ich eine Tastatur, eine Maus. Ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, Display, also DVI oder eben HDMI an den Display anzuschließen. Da ist ein anderes Display, als ich normalerweise da drüben verwende. Ja, und das muss ich machen, da ich dort drüben mit dem KVM, selbst wenn ich es über HDMI direkt betreibe, es einfach nicht schaffe, dass dieser BIOS-Screen kommt. Ob es an dem KVM liegt oder an der Tastatur, die ich drüben im Einsatz habe, ich weiß es nicht. Ja, das heißt, wenn ihr so ein Problem habt, gerne einfach auch andere Tastatur, anderen Monitor ausprobieren und dann sollte das eigentlich klappen. Und normalerweise müssten wir jetzt, zumindest hat das die ganze Zeit funktioniert, sobald hier die AM5-Plattform den ganzen Memory-Checkup und alles durchgeführt hat, müssten wir eigentlich die Möglichkeit haben, hier an der Stelle auch entsprechend den BIOS-Screen zu sehen und dann auch eben ins BIOS zu gelangen. Wie gesagt, wenn ihr das normalerweise nicht seht, den BIOS-Screen oder auch das Abspringen über die Recovery-Option in Windows, um das UEFI BIOS zu booten, nicht funktioniert, kann ich euch aus meiner Erfahrung eben nur empfehlen, einfach alternativ anderen Monitor mit einem anderen Kabel und eben auch entsprechend andere Maustastatur, am besten direkt angeschlossen, zu verwenden. Was jetzt die genaue Konstellation ist, dass es nicht geht, Inkompatibilität mit Kabel zu KVM oder Tastatur und Maus, ich weiß es nicht. Das werde ich auch so wahrscheinlich nur schwierig rauskriegen, aber sehen, da war der Screen, den ich so sehr vermisst habe. Können wir hier in die erweiterten Einstellungen gehen, sehen eben hier so diese Standardgeschichten und wo wir hinwollen, ist unter Advanced. Und unter Advanced finden wir jetzt in den Asus BIOS-Einstellungen die Möglichkeit, Onboard-Device-Konfiguration vorzunehmen. Da gehen wir hin.
Da haben wir hier bei Fabrication Configuration, die können wir auf Auto lassen, die ist meiner Analyse nach nicht relevant. Was aber wichtig ist, dass ich habe hier ein Mainboard, wie gesagt, mit 2 x16 Slots, also sprich volle Länge. Und ich habe aber auch 3 M2 SSDs. Und wenn ich alle 3 M2 SSDs verbaue, beziehungsweise die dritte, die sich im M2 3-Slot befindet, so wie hier zu sehen, dann wird normalerweise entweder die Geschwindigkeit von dem zweiten x16-Slot reduziert oder aber er wird ganz abgeschaltet. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich ihn sozusagen abgeschaltet habe, indem ich dem Mainboard mitgeteilt habe, den zweiten x16-Slot brauche ich nicht, meine Grafikkarte steckt im ersten. So haben wir automatisch schon ein bisschen Bandbreite gewonnen. Dann habe ich hier eben so, ja, Klassiker wie Wi-Fi oder Bluetooth ausgeschaltet, brauche ich halt nicht. Und hier unten, das Spannende ist jetzt der Bereich PCIe Link Speed Configuration. Hier gehen wir rein. Hier habe ich jetzt, lasst euch da nicht verwirren, es hat bei mir halt funktioniert. Ihr habt ja eben gesehen, in Windows steht Generation 4. Hier habe ich Generation 3 eingestellt. Wenn ich hier Generation 4 einstelle, defaultet er in Windows wieder auf Generation 1. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Vielleicht einfach blöde BIOS-Version, habe aber auch keine Lust, eine neue zu flashen. Wer weiß, welche Fehler ich mir da ins Haus hole. So funktioniert es. Das heißt, an der Stelle einfach ein bisschen rumprobieren. Ja, wenn ihr ins BIOS kommt, könnt ihr ja danach in Windows verifizieren, ob es geklappt hat. Bei mir hat jetzt die Konfiguration funktioniert, dass ich den 1er auf Generation 3 setze, was dann nachher in Windows Generation 4 wird. Habe die M2, wie vorher erwähnt, eben auf Generation 1 Speed konfiguriert. Das reicht für meine M2 SSDs, die ich verbaut habe. Habe den Chipsatz Link Mode auf Generation 4 gestellt und wie gesagt, die anderen alle auf Generation 1. So sollte da immer genug Bandbreite zur Verfügung sein. Wichtig ist eben der Hinweis, auch wenn es unlogisch aussieht, kommt das Richtige bei raus. Ist wahrscheinlich, wie gesagt, irgendwo ein Bug in der BIOS-Version oder im Zusammenspiel mit den Konfigurationen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie gesagt, mir ging es nur darum, euch die Informationen mitzugeben, damit ihr auch nochmal die Möglichkeit habt, falls ihr so ein Problem auch habt, ja, in der Richtung auch nochmal zu prüfen und hoffentlich dann das Problem auch zu lösen. Das ist nämlich schon ein erheblicher Unterschied, ob ihr entsprechend eben eine Generation 1 Geschwindigkeit verwendet für eure Grafikkarte oder ob ihr eben eine Generation 4 Geschwindigkeit. Also es macht wirklich einen massiven Unterschied. Und wie ihr gesehen habt, bei mir war es so, ich hatte normalerweise, wenn ich im Freien unterwegs war in Stalker, ja, so zwischen, sage ich mal, so Low-Dips mit 60 FPS oder eben dann High-Dips auf 80 oder 100. Und jetzt klebt das, seitdem ich hier eben das hinbekommen habe, dass wir jetzt hier immer, ich versuche noch ein bisschen näher ranzugehen, seitdem ich jetzt eben hier immer die Geschwindigkeit auf PCI Express 4.0, also Generation 4 eingestellt habe. Seitdem habe ich solide 144 FPS ohne Einbrüche, ohne dass ich jetzt groß irgendwie Qualität habe runterschrauben müssen. Also das als kleine Info für euch am Rande. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur ein bisschen zocken über die Feiertage und wie immer, ja, landet man in solchen Debugging-Sessions. So, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit einschaltet. Hoffentlich dann wieder bei Autocontent. Bis dahin, kommt gut ins neue Jahr und ciao.